Ich hatte neulich ein Video zum Thema Yasuke gemacht, der Mann mit afrikanischer Herkunft, der dem mächtigen Daimyo Oda Nobunaga gedient hat. Eigentlich wollte ich kein zweites Video machen, aber es kursieren noch weitere Unwahrheiten und seitdem gibt es auch einige Ergänzungen, die ich euch auch gerne mitteilen möchte. Also gibt es deswegen das zweite Video jetzt. Aber bevor ich mit Yasuke starte, möchte ich noch kurz was zum Game Assassin's Creed Shadows sagen. Viele haben ja gesagt, dass das Game ja sowieso nie historisch akkurat gewesen war und dass man sich nicht aufregen sollte, weil das ja nur ein Videospiel. Aber das Problem hierbei ist allerdings folgendes. Es gibt zwei Interviews, die auf Japanisch veröffentlicht wurden, eigentlich auch mehr, aber hier erwähne ich die beiden, die eigentlich wichtig sind. Einmal auf der offiziellen Seite von Xbox, also eine Konsole von Microsoft. Da sagt der Game Director Charles Benoit Folgendes: Wir befinden uns am Ende der Sengoku-Ära, einem Wendepunkt in der japanischen Geschichte. Assassin's Creed ist bekannt für seine Darstellung der Geschichte und die genaue Nachbildung der Welt, und das können die Spieler auch von Assassin's Creed Shadows erwarten. Wir zeigen echte historische Persönlichkeiten wie Oda Nobunaga und viele Ereignisse, die zu dieser Zeit stattfanden. So spielt man nicht nur im feudalen Japan, sondern lernt auch über diese fantastische Epoche. Also das sagt ja schon, dass echte historische Personen vorkommen und viele echte Ereignisse, die wirklich passiert sind. Nur auf der japanischen Seite lautet der letzte Satz so: Dieses Werk stellt historische Persönlichkeiten wie Oda Nobunaga und die damaligen Ereignisse originalgetreu dar, so dass die Spieler die Möglichkeit haben, im feudalen Japan das Game zu genießen und über diese fantastische Epoche zu lernen. Also hier wird noch einmal verdeutlicht, dass auch die Ereignisse originalgetreu dargestellt werden. Also das sehr wahrscheinlich beim Übersetzen passiert, was eigentlich nicht sein darf. Aber da viele auch nicht den Originaltext gucken, und das verstärkt natürlich den Eindruck bei den japanischen Nutzern, dass vieles sehr historisch genau sind. Also auch Ereignisse. Und in einem anderen Interview sagte World Director Stephanie An so etwas: Seit einigen Jahren arbeiten wir mit Experten zusammen, führen aber auch Nachforschungen mit unserem japanischen Studio und Team durch. Wir nutzen verschiedene Arten von Informationsquellen, um sicherzustellen, dass das Team die richtige Vorstellung hat und alle notwendigen Informationen besitzt, um das Japan des 16. Jahrhunderts nachzubilden. Dazu kommt, dass bei Shadows zum ersten Mal jemand zum Hauptcharakter wurde, der auch wirklich existiert hat. Also unabhängig davon, was er wirklich gemacht hatte, aber es existieren ein paar Aufzeichnungen über Yasuke. Wenn ein nicht existenter Charakter spielbar ist, wird es auch viel deutlicher, dass es sich um eine Fiktion handelt. Das war bisher so bei dieser Serie gewesen, bis Shadows. Nur, hier ist es eine echte historische Person, dazu solche Aussagen in Interviews. Und das ließ zahlreiche Leute denken, dass bei dem Titel vieles historisch relativ akkurat sein müsste. Und da sah man etliche Punkte gleich zu Beginn, die seltsam oder einfach nicht korrekt sind. Auch, dass auch bei Concept Art zum Beispiel oder auch im Spiel Elemente von wem anders genutzt wurden, ohne Genehmigung. Oder dass ein Video für den japanischen Markt veröffentlicht wurde, allerdings nur mit chinesischem Untertitel. Das hatte überhaupt keinen positiven Effekt. Also ich zähle auch hier nicht alles auf, was alles falsch war, und das ist ja auch nicht das Ziel des Videos, und ich will auch nicht, dass das Video 2 Stunden lang wird. Aber jedenfalls wird das alles als ja respektlos gegenüber der japanischen Kultur gesehen. Zum Beispiel bei der Serie Shogun wurden ja die Namen der Protagonisten ja komplett geändert. Daher geht man auch in Japan davon aus, dass das kein Non-Fiction ist. Da gibt es auch einige Sachen, die historisch gesehen sehr fragwürdig sind, aber das wird als Unterhaltung akzeptiert. Und die meisten Zuschauer waren auch okay damit. Dasselbe gilt auch für Ghost of Tsushima. Da gibt es auch viele Sachen, die historisch überhaupt nicht stimmen. Aber das wurde auch nie behauptet, und auch der Hauptcharakter ist einfach eine fiktive Person. Auf jeden Fall ist das alles, was ich noch zu dem Thema Assassin's Creed Shadows sagen wollte. Nun zum Hauptteil: Yasuke, unabhängig vom Game. Es geht mal wieder um Wikipedia, diesmal aber nicht die japanischen Einträge, sondern die englischen Einträge für Yasuke. Da gab es einen sehr fleißigen Nutzer, der diese Seite im Zeitraum vom 6. Juli 2012 bis 25. Januar 2019 editiert hatte. Insgesamt 31 Mal, also wirklich aktiv. Und richtig aktiv war diese Person im September und Oktober 2015, allein in den beiden Monaten ganze 26 Male.
Stand 6. Oktober 2015 sah der Text so aus. Rot markiert heißt hinzugefügt oder editiert von der einen Person. Also etwa 80% der Texte sind von ihm. Dabei wurden viele Referenzen genannt. 9 der 17 Referenzen ist die eine und dieselbe Dissertation von Thomas Lockley. Diese wurde Anfang 2016 veröffentlicht, also mittlerweile 8,5 Jahre her. Ja, und auch da stehen einige Elemente drin, die nur auf Vermutungen basieren, ohne richtige Quellenangabe oder die nicht richtig sind. Fangen wir doch mal einfach damit an. Der Mann war gesund, gut aussehend und hatte ein gepflegtes Äußeres. Das ist eine Fehlübersetzung von Kano Otoko Sukoyaka ni Kiryo nari. Wer nur die einzelnen Wörter aus dem Kontext nimmt und Kiryo nach heutiger Sprache übersetzt, kommt auf gut aussehend, aber in der etablierten Übersetzung in die moderne Sprache heißt es, er sah gesund aus und hatte einen guten Körperbau und kein good-looking guy. Matsudaira erklärte, dass der Name Yasuke ihm von Nobunaga selbst verliehen wurde, eine große Ehre im damaligen Japan. So etwas steht nirgends in der Quelle drin. Schwarze Menschen wurden zu dieser Zeit in Japan tatsächlich nicht diskriminiert, sondern sogar bewundert, da Buddha in japanischen Tempeln oft schwarz dargestellt wurde. Also wahrscheinlich ist gemeint, dass allgemein überhaupt so die ganzen Buddha-Statuen, sämtliche Statuen der Gottheiten. Aber hier wird jedenfalls eine Quelle angegeben vom Midori Fujita, das japanische Buch Entdeckung von Afrika, die Veränderung der Afrika-Sichtweise in Japan. Natürlich habe ich den Inhalt überprüft und Überraschung, so etwas steht nicht drin, sondern lediglich dieser Satz zu diesem Thema. Die Sicht der Japaner auf Schwarze in der Azuchi Momoyama-Zeit ist, abgesehen davon, dass sie überrascht und erfreut waren, Schwarze zu sehen, nicht bekannt. Ob sie neben der Freude beim Anblick auch Gefühle der Verachtung hegten, ist unklar. Das ist weit entfernt von bewundert wegen der Darstellung von Buddha in Tempeln. Aber mit Quelle des japanischen Buches wirkt das glaubwürdig, wie an anderen Stellen. Außerdem, nur weil die Statuen aus Holz dunkler aussahen, glaubte niemand, dass Leute mit dunkler Haut Götter waren. Vielleicht wollte Akechi jedoch die Jesuiten auch nicht verärgern, da er in dieser Zeit politischer Unruhen alle Freunde brauchen konnte. Auch das ist nur eine Vermutung ohne Quelle. Ich meine, im Originaltext steht ja auch drin, perhaps, vielleicht. Später, am 3. Februar 2017, hat der Nutzer die Quellenangabe geändert, nicht mehr die Dissertation von Thomas Lockley, sondern zu einem Buch von Thomas Lockley, das in Japan erhältlich wurde. Das war das japanische Buch, das ich auch im anderen Video erwähnt hatte, das mit dem Faktenteil und Romanenteil. Etwas später im Jahr 2018, im Herbst, da hat der Nutzer versucht, eine neue Seite zu erstellen für den Herrn Lockley, ein Experte dieser Branche, seine Seite mit dem Link zum Buch The Only Book on the Subject in the World, das einzige Buch zu diesem Thema in dieser Welt. Allerdings wurde dieser Eintrag gelöscht mit den Begründungen, sein Hauptwerk ist noch nicht einmal erschienen, das ist im besten Fall zu voreilig. Dieser noch nicht nennenswerte Autor eines noch nicht nennenswerten Buches. Zu diesem Zeitpunkt war Thomas Lockley noch unbekannt und das Buch kam auch erst viel später raus. Und der Wikipedia-Nutzer hat zum letzten Mal die Seite von Yasuke am 25. Januar 2019 aktualisiert mit dem Text. Ein bisschen Werbung von dem Buch von Thomas Lockley, aber mit einem Copy-and-Paste-Fehler wahrscheinlich, da das Buch erst im Jahr 2019 erschienen ist, laut Amazon am 2. Mai. Fast 2 Monate später, am 9. März 2019, wurde dieser Eintrag gelöscht als nicht belegte Originalforschung oder nicht nennenswert. Auch klar, weil das Buch ja auch überhaupt noch nicht auf dem Markt war. Und ja, nach den ganzen Einträgen, einschließlich Vermutungen und Fehlinformationen, fragt man sich, wer überhaupt dieser Nutzer ist. Sein Name ist Totoritom, also Totoritomu, Tom aus der Präfektur Tottori oder so. Jedenfalls in seinem Profil steht Folgendes drin. Totoritom ist Thomas Lockley, ein Fakultätsmitglied an Nihon University College of Law in Tokio, Japan. Seine Interessen liegen hauptsächlich im Bereich der japanischen Geschichte. Ja, der Name sagt uns etwas. Der fleißige Nutzer war Thomas Lockley persönlich. Ist das wirklich so? Aber natürlich nicht so voreilig. Denn prinzipiell kann ja jeder schreiben, dass man Thomas Lockley ist. Denn so tun, als ob, ist ja auch dann leider gang und gäbe im Netz. Daher ist es gefährlich, bei sowas sofort zu sagen, dass er das persönlich ist. Aber jetzt gehen wir doch mal kurz zurück zum Eintrag im Oktober 2015. Da wurde doch die Dissertation von Thomas Lockley als Quelle angegeben.
die erst 2016 erschienen ist. Wer außer Thomas Lockley hätte das sonst schreiben können? Also, damit kann man zumindest fast zu 100% sagen, dass es sich bei diesem Nutzer Totoritom um Thomas Lockley handelt. Also, ich gehe mal davon aus, dass er es wirklich war. Als es rauskam, haben einige Leute auch etwas zu stark reagiert, so nach dem Motto, er habe alles gefälscht, Wikipedia als Quelle seines Buches genutzt, damit Werbung gemacht, damit sich seine Bücher verkaufen und vieles mehr. Aber tatsächlich sehe er so, dass er seine recherchebasierte Vermutung einfach in die Wikipedia-Seite eingetragen hatte, was einfach nur ein Teil seines historischen Romans waren. Also für mich keine vorsätzliche Fälschung oder Werbung oder so, sondern einfach nur eine Methode, seine Thesen zu verbreiten. Also weiterhin finde ich es ein bisschen traurig, dass in seinem Roman, was auf wahren Begebenheiten basieren und angeblich auch Non-Fiction sein soll, so viele Vermutungen und neu hinzugedichtete Inhalte vorkommen. Und es gibt ja zahlreiche, die glaubten, dass das wirklich der Wahrheit entspricht. So etwas ist auch im Japan mit dem Roman Ryoma ga Iku von Shiba Ryotaro passiert. Das ist eine Fiktion basierend auf historischen Ereignissen, nur hier hatte der Hauptcharakter denselben Namen wie der wirklich existierende Person Sakamoto Ryoma, allerdings mit einem anderen Kanji-Zeichen. Das führte aber auch dazu, dass viele glaubten, dass auch die echte historische Figur Sakamoto Ryoma unzählige heldenhafte Auftritte hatte, auch wenn der Roman nie als Non-Fiction verkauft wurde, sondern nur als Geschichtsroman. Im Fall von Lockley wurde der Roman als True Story verkauft, nach wahren Begebenheiten, und später in zahlreichen Interviews hat er weitere Vermutungen erzählt und das wurde von vielen Medien wie BBC oder CNN als glaubwürdige Fakten weiterverbreitet. So entstehen neue Fans, neue Einträge im Netz, nicht nur auf Wikipedia und neue Heldensagen. Einige von ihnen sind von der Heldengeschichte so sehr überzeugt und aufgrund von zahlreichen, eigentlich nicht ernstzunehmenden und auch keine Primärquellen, lassen sich ihre Meinung auch nicht so ganz leicht ändern. Und wenn man nach der Erscheinung eines Werkes so sehr von Medien gefeatured und gefeiert wird, fällt es sicher vielen Leuten auch nicht leicht, bodenständig zu bleiben. Und es kann auch mal passieren, dass man unvorsichtige Aussagen macht, ohne zu wissen, dass das für weitere Verbreitung der Fantasiegeschichten sorgt. Vom Medium aus gesehen, so nach dem Motto, das hat der einzige Experte in diesem Bereich in unserem Interview erzählt. Das müssen wir weitererzählen. Tolle Geschichte. Nur in Lockleys neuester Veröffentlichung in Japan aus dem Jahr 2023 sagt er, es gibt Diskussionen, ob er wirklich ein Samurai wurde. Also Yasuke. Das, nachdem er auf Englisch an vielen Orten erzählt hatte, dass Yasuke ein Samurai war. Der Text wurde im japanischen Buch über die Geschichte Tsunagu Sekaishi 2 veröffentlicht. Und der Text wurde auch vor der Veröffentlichung ordentlich überprüft, somit kann nur faktenbasierter Inhalt veröffentlicht werden. Folglich, es ist unklar, ob Yasuke ein Samurai war oder nicht. Also da habe ich auch überhaupt nicht zu bemängeln. Wer genaueres darüber wissen möchte, schaut bitte gerne mein anderes Video zum Thema Yasuke an. Und übrigens, das Buch Tsunagu Sekaishi ist kein Lehrbuch für die japanische Schule, auch wenn fälschlicherweise bei der Internetsuche so etwas angezeigt wird. Also hier die Suchergebnisse zur offiziellen Seite des Verlages. Da steht klar drin Shakaika Kyokasho. Lehrbuch für Sozialkunde. Ist es aber nicht. Die ganze Reihe nicht. Ganz klar ist, dass er sich in Japan meistens vorsichtig und akademisch verhält, aber außerhalb von Japan sehr frei. Vielleicht auch, weil im Westen niemand nach dem Wahrheitsgehalt seine Aussage überprüfen konnte oder wollte. Weiß man nicht. Und generell gibt es in Japan kaum akademische zuverlässige Quellen, weil es, ja wie im letzten Video erwähnt, kaum Primärquellen gibt. Sehr wenige. Also Yasuke hatte keine riesige Bedeutung in der japanischen Geschichte gehabt, aber auch nicht komplett bedeutungslos, denn es gibt immerhin Aufzeichnungen und definitiv kein legendärer Samurai gewesen, der mit seinen Stärken unzählige Erfolge erreicht hatte. Das war er auf keinen Fall. Daher wurde er eben von japanischen Historikern einfach nicht wirklich wahrgenommen und nicht analysiert. Und die ja nicht korrekten Wikipedia-Einträge zum Beispiel wurden auch jahrelang stehen gelassen.
Übrigens auf der Seite von der englischen Enzyklopädie Britannica hat er auch einen Artikel über Yasuke veröffentlicht, die auf Vermutungen basieren. Es heißt, dass Fact-Check durch Britannica durchgeführt wurde, aber ich kann sagen, dass die Überprüfung nicht gründlich genug war. Ich nenne hier mal ein paar Punkte. Yasuke gilt bei japanischen Historikern allgemein als der erste dokumentierte Samurai ausländischer Herkunft, obwohl dies von einigen Personen bestritten wird. Was für Historiker? Ich kenne in Japan keine verlässliche Quelle, in der Yasuke als Samurai bezeichnet wird. Wie bereits erwähnt, in Japan sagt selbst Lockley, dass es nicht klar ist, ob er ein Samurai war und dass dazu Debatten gibt. Nobunaga machte Yasuke zu einem Vasallen und gab ihm ein Haus, Diener, ein Schwert und ein Gehalt. Also in Ota Gyuichis Aufzeichnung steht nirgends vom Haus oder Diener. Dass er ein Haus bekommen hat, steht in einem Buch der Reihe Songeikaku drin. Im Buch Oda Nobunaga to Rekishi von Hikaru Kaneko, ein Historiker und ein Professor des Historiografischen Institutes der Universität Tokio, steht Folgendes drin. Es ist interessant, dass nur in Songeikaku geschrieben steht, dass ihm auch ein Anwesen gegeben wurde. Doch es ist möglich, dass dies auf eine kreative Interpretation der Primärquelle des Ietra-Tagebuches zurückzuführen ist, die den Namen des Schwarzen als Yasuke angibt. Songeikaku ist eine handschriftliche Kopie Abschrift, also keine Primärquelle, und in Primärquellen wie Shinchō Koki oder Ietra Nikki steht nichts vom Haus, nichts vom Anwesen. Und von Dienern findet man auch nichts. Weiter geht's mit dem folgenden Text. Der Forscher Thomas Lockley, Autor dieses Artikels, spekuliert, dass sie ihn möglicherweise als eine Art göttlichen Besucher betrachteten, da der Buddha und andere heilige Figuren zu dieser Zeit in Japan oft als schwarzhäutig dargestellt wurden. Und ja, es gibt keine Quelle für diese Aussage. Sowas Ähnliches wurde auch schon mal woanders erwähnt, aber keine richtige Quelle. Aber Historiker glauben, dass dies damals als die Verleihung eines Krieger- oder Samurai-Rangs angesehen worden wäre. Hier liegt der Ursprung der Behauptung, dass Yasuke ein Samurai war. Also mit Krieger meinen sie dann wohl den Bushi-Status, was ja anders ist als Samurai. Aber jedenfalls, wie vorhin die Frage, was für Historiker? Auch hier gibt es keine verlässliche Quelle in Japan. Und dieser Artikel endet mit dem Satz. Bemerkenswert ist, dass seine Rolle als Protagonist in Assassin's Creed Shadows aufgrund der Debatten über die historische Genauigkeit zu erheblichen Kontroversen geführt hat. Kein Kommentar. Wie ich im ersten Video gesagt habe, erlebe ich hier, wie hier neue Geschichten geschrieben werden. Es ist allerdings bedenklich, wenn es dabei absolut keine Rolle mehr spielt, ob etwas wahr oder unwahr ist. Also, wenn ihr etwas zu diesem Thema seht, lest oder hört, solltet ihr es nicht sofort als bare Münze nehmen, sondern zunächst überprüfen, wer in welchem Kontext was sagt. Wurde der Text übersetzt? Was steht im Originaltext drin? Und wenn möglich, mit welchen aussagekräftigen Quellen wird eine Aussage gemacht? Und wenn man daran denkt, wird man weniger emotional reagieren und weniger voreingenommen sein. Und verbreitet auch bitte keine Falschinformation. Und wenn ihr irgendwas kritisiert, dann achtet drauf, wie ihr das macht. Also eigentlich ist das alles eine gesunde Methode, wie man Medien konsumiert. Was ich noch bei Assassin's Creed Shadows unterhaltsam fand, war die Präsentation bei Japan Expo. Am Stand von Assassin's Creed Shadow wurde das Schwert präsentiert, aber das Schwert ist vermutlich eins von der Serie One Piece. Sprich, das ist kein Schwert von Oda Nobunaga, sondern von Oda Eiichiro. Gleicher Familienname, aber komplett andere Zeiten, andere Funktion. Einmal anderen Oda bitte. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mehr Video zu diesem Thema werde ich sehr wahrscheinlich nicht mehr machen, da ich jetzt zumindest alles gesagt habe, was ich sagen möchte. Dankeschön.